Genau so hat das letzte Prag-Festival-Video geendet und so beginnt das diesjährige Prag-Festival-Video. Wir sind wieder auf dem Pražské Dimko Brání, dem Shisha-Festival in Prag. Und ich würde sagen, wir gehen rein und schauen uns an, was es dieses Jahr so alles zu entdecken gibt. Die Tickets haben in diesem Jahr 6 Euro im Presale gekostet, 8 Euro vor Ort und für 4 Euro gab es ein Mundstück mit Schlüsselband dazu. Was aber das Schönste ist, ein Teil von den Ticketpreisen wird auch noch gespendet an Tierheime, wo hauptsächlich beeinträchtigte, kranke oder ausgesetzte Katzen sind, um die sich dann gekümmert wird. Es gibt aus dem letzten Jahr auch einen Blogbeitrag auf deren Seite, wo man das ganz transparent nachlesen kann, natürlich über das ganze letztes Jahr Festival, aber wohin gespendet wurde, sogar mit Fotos. Wirklich, da geht ein Herz und ein Daumen nach oben an das Festival raus. Das finde ich eine super schöne Sache, dass auch noch sogar ein Teil gespendet wird für kranke Tiere. Wir sind eine Stunde vorher ungefähr angekommen. Ich brauche jetzt aber erstmal eine Pfeife. Ich suche Nikotin. Und am Darkside-Stand läuft die erste Pfeife. Da musste ich nämlich direkt hin, ein bisschen Nikotin und direkt ein bekanntes Gesicht gesehen. Aber wir gehen hier später noch einmal durch. Aber schön auf der Perchheim, die habe ich auch bei in Rot. Und mittlerweile war auch schon der Einlass. Ich würde sagen, wir gehen uns rein, machen eine kleine Rundgang durch die Halle und schauen, was es alles zu entdecken gibt. Ich kann euch auf jeden Fall sagen, es sind einige Blogger hier, es sind einige Deutsche hier. Es ist, ja, auf jeden Fall zu letztes Jahr auf jeden Fall mehr Deutsche. Aber geil, dass so was Zweites entsteht. Wir machen jetzt aber eine Führung. Und bevor wir mit dem Rundgang starten, gibt es auch eine kleine Tombola. Man nimmt in dem Sinne für 4 Euro teil, Ticket am Eingang und man kann gewinnen. Preise, wird hier nochmal geworben. Aber jetzt gehen wir rein. Und wenn wir reingehen, kommt uns als erstes der Kraftium-Stand entgegen. Oben haben wir dann einmal die Sorten von Kraftium, die sind Hauptpartner. Aber wir fangen im Uhrzeigersinn an. Nach links werden wir uns einmal rumtümmeln. Es sind schon einige Leute da. Erster Stand, den wir sehen, ist ein Getränkestand, wo man sich einfach Getränke organisieren kann. Genauso wie ein Essen. Draußen gibt es auch noch einen Grill. Dann haben wir weiter auf der linken Seite haben wir Fugu Shop. Einen kleinen Verkaufsshops, die haben auf jeden Fall Tabak zu verkaufen, zum Beispiel von Sebero. Es gibt hier unten ein paar schöne HMDs, es gibt ein paar Köpfe. Hier sehen wir auch nochmal die Sorten, die man kaufen kann. Zum Beispiel Sapphire, Sebero, Jent gibt es hier auch zu kaufen. Auf der anderen Seite können wir es dann probieren. Nächster Stand haben wir ein paar Carbon-Pfeifen, voll Carbon, schmal, wo wir auch mal in die Broschüre reingucken können. 360 Grad drehbar. Vollcarbon mit Kopf, Signature Lines. Ja, spannend. Spannende Pfeife, Calm. Nächster Stand, wenn wir weitergehen, ist einmal Darkside. Und bei Darkside das bekannte Gesicht vom letzten Jahr. Ihr erinnert euch. Jo, was geht bei dir? Gut, und bei dir? Der Pokan auch am Start mit Darkside, mit den Sorten, die sie haben. Zum Beispiel Bar VC, den es gar nicht in Deutschland gibt. Blackberry haben wir hier. Pomelo gibt es zum Beispiel auch nicht in Deutschland. Tier, Hola, Sweet Comet gab es mal in Deutschland. Da werden wir erstmal probieren beim Bar VC. Und Bar VC läuft und schmeckt. Es gibt auch, wie gesagt, einige Sachen zu kaufen, damit ich nicht immer alles einblenden muss. 25 sind ungefähr 1 Euro. Das heißt, 100 sind 4 Euro, 250 sind 10 Euro und 2500 sind dann 100 Euro. Nur, dass ihr es mal ungefähr schon mal habt vom Rechnungskurs. Aber es ist geil. Es freut mich, ich habe schon mit einigen geredet. Einige sind sehr begeistert bisher. Hier haben wir jetzt mal einen Darkside-Mix von Pokan. Ich meine, Pokan muss sich zwingend probieren. Sehr geiler Mix. Also man schmeckt die Hola raus, man schmeckt den Esqueni raus. Sehr geiler Mix. Die Hola schmeckt man zwar raus, aber eigentlich eher im Hintergrund, obwohl sie irgendwie wie im Vordergrund schmeckt. Sehr geiler Mix. Aber wir gucken weiter bei den nächsten Ständen. Nächster Stand ist den Oven mit Shandy zusammen, mit den Holzpfeifen. Und die haben was ganz Leckeres, und zwar Bonche Karamell und Bonche White Strawberry. Da wird ein bisschen Hype gezeigt. Man kann Bonche hier kaufen. Da sehen wir einmal, was alles verfügbar ist an Bonche. Und sie haben auch ein bisschen Zubehör da. Köpfe, HMDs, Pfeifen und auch Grüße an Jakob, den werden wir später noch sehen. Leider bisher immer noch nur in Tschechien. Ach, da ist er ja. Ja, mit seinem Buch. Durchzug ein bisschen streng. Man schmeckt aber das Karamellige und er schmeckt gut. Aber Durchzug ein bisschen streng. Aber Pfeifen wirklich komplett verrückt. Sogar mit LED drin. Scheint eine, ich werde es eh falsch aussprechen, eine Clefides zu sein. Geil, wir haben jetzt 4 Stände gesehen. Geil, ich bin schon wieder begeistert. In der Ecke auch eine kleine Chill-Area. Und dann haben wir einen Teestand. Bieten auch Pfeife an. Und hier gibt es auch Tabak zu rauchen, aber die Sorten, die wir bereits kennen. Also Blackburn, Dosage, kleinen Teestand, kleinen Tee zwischendurch. Kann man sich mal gönnen.
Wie auch schon im letzten Jahr haben wir wieder den Holzdrehstand, wo man sich Mundstücke drehen lassen kann, die komplett direkt hier gedreht werden. Die sehen wir einmal hier an der Stelle. Ich finde es schön, dass so kleine Stände vor allen Dingen hier auch Anklang finden. Und da sind sowas fehlt mir so ein bisschen auf der Shisha-Messe. Wir haben einfach komplette gedrehte Mundstücke aus Holz, direkt mit der Werkbank daneben. Schöne Bänder dazu. Hier auch einmal die Preise. Ja, weiß ich halt nicht, was das genau heißt. Über einen Übersetzer haue ich das euch jetzt hier rein, was das alles heißt. Aber falls ihr euch Mundstücke drehen lassen wollt, geht das hier. Und dann hat er mal als Beispiel für uns ein Mundstück gemacht, wie er es machen würde. Es wird abgetragen, dass es immer schmaler wird, bis er dann die Form hat, direkt auf dem Festival. Und am Ende wird es dann noch lackiert, beziehungsweise auch noch der Feinschliff. Das hatte ich zwar nicht drin, aber nur, dass ihr mal das so ungefähr gesehen habt, dass es direkt auf dem Festival passiert, könnt ihr euch euer Mundstück machen lassen. Ist das verrückt? Ich finde es verrückt. Gegenüber vom Holzdrehstand haben wir dann einen großen Stand auch von der Fugu Group. Da haben wir Sapphire Crown, Sebero Black, Deus. Und da werden wir jetzt mal an der Pfeife ein bisschen probieren gehen. Sapphire Crown, ich überlege, was da die geilste Sorte war. Scream Soda habe ich probiert, lecker. Ich würde den sogar ein bisschen reiner als den Mustache sehen, aber das Mundstück, das legen wir wieder richtig hin. Der Daddy steht neben mir. Na, ihr Süßen? Ah, ist schön. Also wir probieren es ein bisschen durch. Hier auch mal die ganzen Sapphire Crown Sorten, die es hier gibt. Einiges dabei. Blackcurrant, Grapefruit, Skittles, Mango. Wir probieren uns mal am Stand hier ein bisschen durch. Auf Empfehlung von Freddy, Black G. Das Ganze soll Safran sein. Auch mal hier kurz die Sortenübersicht, was es alles von Deus so Schönes gibt. Ja, ist lecker. Black G so ein bisschen Tee, Safran-mäßig. Sehr verrückt. Mal einige Sachen, die es bei uns nicht gibt. Das ist halt auch das Spannende. Ich weiß nicht, ob ich es schon gesagt habe. Ich wiederhole mich vielleicht sogar. Jetzt probiere ich Pineapple Mango. Mango muss gut sein. Oh, lecker. Lecker. Würde ich sagen, Nesti. Pineapple Mango, sehr lecker. Sehr gut. Also bisher, von dem, was ich probiert habe, der kann was. Auf der anderen Seite haben wir jetzt Sebero. Und da habe ich gerade den Herbal Currant probiert. Oh, läuft auch gut. Schöne Rhabarbernote. Schöne Johannisbeernote. Und kitzelt sehr am Hals. Also sehr rhabarberlastig. Ich würde sagen, ist sehr wie der erste Oms damals gewesen. Aber halt auf der Blackline. Aber ja, du kannst gar nicht alles durchprobieren. Das ist so viel. Ich zeige euch wieder die Sorten. Und das ist nämlich die Sortenübersicht von Sebero Black, die hier sind. Wir sehen auch die ganzen Pfeifen. Alle komplett aufgereiht. Und draußen hat es sich auch langsam gefüllt. Hier gibt es zum Beispiel dann die Essenstände, wo es Pizza gibt, die sehr, sehr gut ist, die ich schon probiert hatte. Tränkestand ist drin, man kann sich unterstellen, falls es regnen sollte. Aber es ist auf jeden Fall um einiges voller als letztes Jahr, wenn ihr das mal vergleicht. Aber wir haben einen Grill, wir haben Essen, hier kriegt man Wasser. Man kann hier Pfeifen-Catering auch bestellen, also selbst eine Pfeife bestellen, sich dann dort hinsetzen, zum Beispiel dort drunter. Und wir haben auch eine riesige Wooker, an die man auch mal ziehen kann, wenn man mag. Vor allem war auch die riesige Wooker letztes Jahr auf der Shisha-Messe. Was ist da oben eigentlich drauf? Ist hier gar nichts auf dem Display. Was ist da oben drauf? Wie funktioniert das? Ihr seht es, hoffentlich. Und ich habe mich nun mit dem Veranstalter getroffen und ich habe ein paar Fragen für ihn. Ja. How does it going? It's going absolutely great. I wasn't even hoping for this much people this year. We never had so many people at Pražské Dimkobraní Festival, so this is something we never experienced before. And can we hope of run next year, something bigger? I was saying to people that this is the question of tomorrow, because we will have to think how we can step the game for another level. I think I can say that next year we are going to need bigger plays and maybe even do it for like a 2-day edition. Yeah. So. Yeah, great. And thank you, man. You do a really great job with the festival. Thank you very much. My pleasure, David. My Thank pleasure. you. Thank you. Nächster in der Reihe ist Khan Burley. Da finde ich den Mango überragend. Einige haben ja schon gesagt, probier unbedingt Everest Line. Und wir probieren Dark Plum. Und mir wurde gerade eben noch gesagt, der Tabak kommt aus Kirgisistan. Dark Plum, lecker. Aber was sehe ich denn da? Soll sehr starker Dark Blend sein. Man merkt definitiv, dass es sehr starker Dark Blend ist, aber der Jasmin auch sehr lecker. Aber der kritzelt sehr am Hals. Also der hat eine sehr, sehr starke Grundtabaknote. Der kickt dir alles aus dem Hals raus. Aber ist lecker. Ich weiß zwar nicht,
Japanische Litchi, glaube ich, aber ist lecker. Probier, mein Sohn, warte. Probier. Was ist das hier für ein Geschmack? Jalapeno? Japanische Litchi. Oh, Litchi ist geil, war der einzige Spaß. Na, fühlen Sie es, Mr. Krabs? Fühlen Sie es? Wir gehen weiter zu Can Burley. Die sind ja auch noch am Stand. Und bei Can Burley könnt ihr auch einige Sorten kaufen. 750 Kronen für 250 Gramm. Das sind rund 30 Euro. Es gibt Lemon, Needles, Kiwi, Melone, Smith Sweet, Grapefruit, Mix, Raspberry. Den probieren wir. Kiwi Lemon, die Mitte. Ja, ist eher so eine Honigmelone. Man merkt die Kiwi aber raus. Aber den Mango finde ich geiler. Wir probieren den zweiten. Also kommt auch aus Tschechien. Hatte ich ja schon mal im Shop genau gesehen. Wie gesagt, den Mango habe ich mal mitgenommen. Needles. Da ist, glaube ich, Eukalyptus ein bisschen mit drin. Sehr, sehr lecker. Waldig, Needles. Ich schaff's ja gar nicht alles zu probieren. Ich krieg sonst irgendwann Nikotinschock. Auf der anderen Seite haben wir den Hydrogen Pipes. Schon vor Jahren mal gesehen. Mit magnetischer Platte ist in dem Sinne eine Flaschenpfeife. Die hatten früher auch mal Glaspfeifen, hier immer die verschiedenen Modelle. Sehr, sehr cool. Und ich kenne auch die Glasmodelle von denen. Checkt Messevideo 18 aus, da sieht man die, glaube ich. Da habe ich die mal geraucht. Portable, Magnetic, unter 1 Kilo, All Metal Body. Ist halt eine komplette Travelpfeife. Ah ja, hier sehen wir auch nochmal. Tauchrohr. Flasche ist in dem Sinne wie so eine Thermoskanne. Anschluss. Love, und wieder magnetisch. Sehr cool. Nicht so schwer, schön leicht. Ja, cool. All metal, so you can't break it. You can Yeah. throw it under the rock. Yeah. No glass, so no break. Ja, very cool. Also man kann es nicht brechen, sehr leicht. Sehr leichter Durchzug auch. Kopf läuft jetzt zwar nicht so extrem, aber fühlt sich an wie eine normale Pfeife. Nächster Stand ist ein Woodworks Club. Die machen auch alles mit Holz. Zum Beispiel Untersetzer, Schlüsselbänder und Mundstücke. Viele verschiedene Mundstücke, egal ob mit Epoxidharz oder mit Holz, verschiedenen Designs. Ja, Pikachu weiß ich noch vom letzten Mal. Wir haben Hello Kitty, Lilo und Stitch, Minions, einen Panda, also viele verschiedene Mundstücke, sogar extra welche fürs Festival mit Pratzke Dimkobrani. Sehr cool. Sowas ist auch eine Sache, was mir total auf der Shisha-Messe fehlt. Einfach so ein kleiner Stand mit Mundstücken. Verschiedene Designs. Auch die ist sehr cool. Aber was fehlt mir einfach? Und so einen kleinen Ständer haben halt auch hier eine Chance. Print-Yucca kennen wir auch noch vom letzten Jahr. Haben wieder verschiedene Schlüsselbänder mit verschiedenen Designs. 24 Euro. In dem Sinne für ein Gradedel gedrucktes Mundstück. Zum Beispiel mit Stitch oder mit Bisasam haben wir und halt auch mit Dobby. Haben wir verschiedene Mundstücke und dann natürlich auch die 3D gedruckten Pfeifen. Hilfe! Wie viele, Alter! Die sind gedruckt. Also sehr cool, so ein Stand auch. Von hier hängt auch einfach das Mundstück zwischen dem Kopf. Sowas ist vor allen Dingen, was das ausmacht. Kleine Stände, einfach 3D gedruckt, auf so einem Festival, was es halt sonst nicht gibt. So. Also ihr merkt, ich bin wirklich sehr begeistert. Und die 3D-gedruckten Pfeifen kann man natürlich auch ausprobieren. Der Yoda da eigentlich was ist das? Ist das ein Mundstück? Ist das eine Pfeife? Die Dings hat sich übrigens AIDS damals nach dem Video gekauft. Das kann ich mich noch dran erinnern. Also 250 Euro für die große, das druckt ja auch stundenlang. Also allein so 3D-Druck-Sachen, es freut mich. Daneben haben wir dann den Stand von Dosage, von Smyrna Brownie testen. Das ist einer der wenigen Virginia hier, aber schmeckt zwar eher nach Schokolade, aber gut. Guckt euch die ganzen Pfeifen an, es ist krass, wie nah hier die Pfeifen aneinander stehen und die Leute sich schmecken lassen können. Und nochmal zu der Seite, hier wird geraucht. Und Ezra ist auch mit auf dem Stand vertreten. Einer von denen hat mir damals richtig einen Nikotinkick gegeben, von der Blackline. Irgendeiner hat damals der hat richtig gescheppert, der hat richtig reingehauen. Dieses Jahr wurde auch darauf geachtet, dass es tschechische Kronen sind und Euro, weil sehr viele Deutsche da sind. Ihr seht da so mal die Preise, auch Holster Star, Holster Gold. Das ist ein bisschen weniger als bei uns. Nächster Stand, Walraven. Da haben wir wieder verschiedene Köpfe. Boah, ist das ein schönes Bild gerade. Mit den Köpfen, wie die hier angeordnet sind. Und das ist wie letztes Jahr so ein bisschen auf Wikinger-Stil gemacht, so rustikal, auch gekleidete Leute in dem Stil. Und letztes Jahr für viele ein Highlight war der HMD. Sehr schweres Ding, den haben viele letztes Jahr sehr gefeiert. Ich weiß, dass ich den einen nachgekauft habe. Wir haben jetzt hier Dosage Black Tea mit Azure Lemon. Pfeifen auch so ein bisschen sehr verrückt gemacht. Und das ist einfach cool, der Stil. Der HMD, ne? Der HMD. Ich habe noch nie gesehen sowas. Also
Ja, letztes Jahr gesehen, aber sonst noch nie gesehen. Schmeckt. Schmeckt die Pfeife. Obwohl sie sehr verrückt aussieht, wie so ein Horn. Schön. Kandidat für Thumbnail. Toilette mit Köpfen drin, auch der Geschirrspüler. Und hier auch wieder eine Drehmaschine. Da hinten noch Mundstücke. Ist, geil, ich liebe dieses Rustikale. Ich liebe so eine rustikalen Stände. Es ist cool gemacht. Schön einfach, es reicht. Am nächsten Stand kommen wir zur AF. Da haben wir einmal die AF-Preise, 50 Gramm. Es sind unter 10 Euro auf jeden Fall. Das sind wieder 24 Euro. Und das müssten über 50 sein. Können wir auch AF probieren. Einer der wenigen Virginia-Stände hier. Und sogar AF mit Cosmoball gebaut. Ja, das ist ein lustiger Rimser. Solaris, UPG. Tatsächlich keine Cosmoball am Stand. Und hier natürlich direkt geil, einfach dreisprachig. Two Apples, Divil Jabla und Doppelapfel. Einer der wenigen Virginia-Pfeifen, an denen ich heute ziehen werde. Aber er schmeckt gut. Und neben dem AF-Stand haben wir dann nochmal Dobry Tabak. Das scheint nicht nur Deus zu sein, sondern auch Starline. Aber schaut euch schon wieder das Bild an. Wie viele Pfeifen, wie viele Schläuche. Ich weiß halt leider nicht, was das ist. Wir haben hier ein Flavor-Menü. Genesis, wir suchen Genesis. Cola oder Bier? Ich teste den. Es ist weder Cola und noch kein Bier. Ich weiß nicht, was es ist. Es schmeckt ein bisschen nach Zigarre. Ich kann es trotzdem nicht sagen, was es ist. Aber es schmeckt. Wir probieren noch Marmade. Das klingt gut. Das daneben klingt auch gut. Love, könnte Love 66 sein, aber wir probieren Marmade. Ganz anders kann ich nicht sagen, was es ist. Aber es raucht sehr gut. Es steht Marmelada da. Sladikowselia, ich habe keine Ahnung. Aber wir haben noch einen Jutsu. Den hatte ich in Maduro, hatte ich im Stream probiert. Da hatte ich, glaube ich, das erste Mal Jutsu probiert. Das ist so Zitrone, Limette, probiere ich. Der ist lecker. Zitronig, ein bisschen teig, viel Dark Blend. Ich werde gleich wieder einen Nikotinschock kriegen. Der schmeckt. Weiter geht's beim nächsten Stand mit Must Age. Was haben wir denn alles bei Must Age? Irgendein Kuchen? Kenne ich nicht. Probiere ich. Käsekuchen. Schmeckt halt nach Käsekuchen. Aber cool, dass man mal Sorten testen kann, die man sonst nicht kennt. Und hier haben wir nur das komplette Menü. Coconut Shade Recipe. Ja, ihr seht es ja selber. Bei Must Age sind auch viele Pfeifen am Laufen. Ja gut, da sieht es jetzt ein bisschen dünn aus. Die andere Seite sind aber definitiv wieder ein paar mehr. Kakao bei Must Age. Feedback. Kann man sich gut geben. Schmeckt genau wie dieser Kakao, der aus der Box, den man halt in das feine Zeug, was man zusammenkippt mit Milch. Als würde man das Pulver pur essen. Eigenartig. Nächster Test, Estragon Must Age. Sehr interessanter Geschmack, Waldmeister halt mäßig. Bei Estragon immer so ein bisschen Waldmeister-Note. Der jetzt nicht so extrem, aber man hat trotzdem den Hauch von Waldmeister. Aber oh, Zitronengras daneben. Zitronengras, kurze Erklärung zu, wenn es zu viel in Asiatischen ist, Krise. Oh, der ist ein bisschen heiß geraucht. Aber schmeckt man nicht so doll. Nicht so nervig wie im asiatischen Essen. Aber kann noch mehr Zitrone sein. Und neben Must Age haben wir dann noch den Blackburn-Stand, wo wir auch wieder einige Blackburn-Sorten haben, die wir natürlich auch kennen in Deutschland. Zum Beispiel Bapai Dinner. Oh, sehr schön. Flavor-Menü. Könnt ihr kurz einhalten, was es hier so Schönes Neues gibt? Ich gucke mal kurz drüber. In der Mitte Wassermelone. Gibt es in Deutschland? Bananasoufflé gibt es bei uns nicht. Was gibt es noch bei uns nicht? Oh, Epic Joghurt. Epic Joghurt probiere ich. Ich habe Epic Joghurt leider nicht gefunden, aber meine Blackburn-Liebe, Tropic Juice. Ja, muss ich nicht so viel sagen. Kennt ihr aus meinen Top-Sorten? Ich würde vielleicht sagen, dass er ein bisschen reiner schmeckt hier als bei uns. Ist so ein bisschen klarer. Vielleicht. Aber lecker. Und hier seht ihr das Flavor-Menü uns noch mal ein bisschen besser, noch mal ein bisschen bei Sonnenlicht, weil die Sonne kam etwas raus. Und hier gibt es eine kurze Shisha to go, und zwar von seinem Rücken. Ja, läuft. Mit dem Ikea-Schutz. Geil. Den nächsten Stand, den wir haben, ist Aino Tobacco. Die sind einmal mit Ocean Strong hier. Das sind die gleichen Sorten, so wie wir in Deutschland haben. Tabak gibt es leider nicht zu kaufen, aber man kann Kohle kaufen, man kann HMDs kaufen, den Babushka HMD, den Mataleon Hades und natürlich auch Tabak probieren. Und da haben wir natürlich die ganzen Aino-Sorten. Und ich würde sagen, den probieren wir jetzt. Einfach ein leckeres Ding und die Köpfe schmecken. Auch Mary Berry ist da, Reptastic. Köpfe schon fleißig von den Jungs vorgebaut. Und es reicht. Es reicht vollkommen. Man sieht bei Aino mal einen kleinen Stand. Und auch Stühle zum Hinsetzen. Sowie, guckt euch mal den Schnitt an von der Kohle. Weil sie Zauberwind natürlich mit haben. Hier die Kohleschale. Es ist sehr heiß gerade, aber Aino kann man auch kräftig probieren. Vielleicht erwischen wir ESA noch mal in einem kurzen Moment. Geil. Schön Heize, geil.
Ich habe jetzt mal Esan erwischt, der das erste Mal auch hier ist. Und ich frage ihn einfach ganz plump, wie findest du es? Ich finde es super hier. Der Name ist Programm. Praske Dim Kobrani, das heißt Shisha zusammenkommen. Und das ist das, was man hier erlebt. Ihr habt hier teilweise oder größtenteils sehr simple Messestände. Es geht hier um das Wesentliche. Rauchen und zusammenkommen. Und das ist unfassbar schön, hier mit Gleichgesonnenen zusammen die Zeit verbringen zu können und in den Genuss einer leckeren Shisha zu kommen. Und würdest du nächstes Jahr wiederkommen? Ich habe schon meinen Platz gesaved. Der Schlaue. Was gefällt dir hier am besten? Das ist alles sehr auf den Kern reduziert. Also wir haben hier keine riesigen Stände. In Frankfurt hattet ihr unseren Stand ja gesehen, da haben wir auch sehr schwere Geschütze aufgefahren. Das haben wir hier ganz bewusst nicht gemacht. Also wir wollten hier zusammen mit dem anderen auf einer Wellenlänge schwimmen und das machen wir hier mit Aino, Magic Charcoal und Ocean Hookah und Ocean Tobacco. Also geht es hier vor allen Dingen um das Zusammenkommen, dieses Entspannte. Definitiv geht es darum, als Unternehmer haben wir auch natürlich die Absicht, in den tschechischen Markt reinzukommen. Wir haben hier sehr, sehr viele Kunden überzeugen können, haben gestern einige Termine gehabt, haben nachher nochmal Termine und da werden wir uns sehr, sehr genau den richtigen Partner an der Seite auswählen, um Aino Tobacco nach Tschechien zu bringen. Vielen Dank, Esan, für deine Zeit. Sehr gerne, sehr gerne. Und wir haben jetzt kurz vor 2 und die Halle füllt sich immer mehr, es sind immer mehr Leute da. Voller auf jeden Fall als letztes Jahr, aber es wird gut geraucht. Und da müssen wir noch probieren gehen. Und ich zeige euch mal die ganzen Sorten. Es gibt ja einige jetzt in Deutschland. Blackberry, Jasmin, checkt den Kraftchenblock aus. Und hier haben wir auch ein paar Sorten, die es bei uns noch nicht gibt. Der Tiramisu ist zum Beispiel endkrass. Litchi, Guave, Blackberry, Jasmin, da muss es safe dran probieren. Himbeere, Orangeblossom und Kiwi-Birne. Wir probieren. Und bei Kraftchem gibt es gerade den Lemon Ice Cream. Das ist eine von den Special-Sorten, die es hier gibt. Die gibt es limited nur hier. Schmecken ganz geil. Also der Zitrone schmeckt ganz geil. Ich habe sie natürlich auch mitgenommen, um sie nochmal in Ruhe zu Hause zu testen. Und hier haben wir jetzt den Tiramisu. Das ist ein Brett. Den muss man probieren. Ich weiß nicht, ob es hier irgendwann mal noch Deutschland schafft von Kraftchem. Und jetzt habe ich noch den Erdbeer-Eiscreme an. Oh, auch sehr gut, auch sehr lecker. Auf der anderen Seite ist aber der Jasmin. Nicht so intensiv, wie er sonst ist, aber das ist ein Brett. Und auf der anderen Seite vom Kraftchem-Stand haben wir auch XK. Die haben sich spontan noch mit angekündigt. Mit den normalen XK Pros und auch mit den XK Lite, die wir probieren können, kennen wir noch von der Messe. Soll ja Richtung August kommen, wird jetzt hier auch gezeigt. Wir sind noch in der Prototypenphase. Aber was hier drin ist, muss ich kennen. Den habe ich nämlich gerade auf genau der anderen Seite probiert. Genau da. Hier müsste der Eiscreme drin sein. Und ich glaube, der Zitronen-Eiscreme, der schmeckt sehr gut hier drauf. Zum Glück nehme ich den mit. Und dann kann ich den noch mal zu Hause probieren. Aber ich brauche noch einen XK Lite. Das ist der einzige elektronische Stand hier. Sorte kann ich euch gar nicht sagen, was drin ist. Schmeckt aber. Ich finde aber geil, dass der Durchzug leichter ist als beim XK Pro. Also es ist wirklich entspannter, damit zu rauchen. Und Theo mit super vielen Pfeifen. Gut, die sehen wir jetzt hier leider nicht. Aber auf der anderen Seite wieder viele Pfeifen. Da wird es etwas schwieriger zu probieren. Es ist auf jeden Fall voller geworden. Es ist auf jeden Fall mehr los. Man muss schon anstehen. Ist ganz anders als zuletzt mehr. Aber klar, das Event wurde größer und deswegen nächstes Jahr muss auf jeden Fall noch größer werden. Und hier auch wieder der Sortenplan von Theo, was sie alles da haben. Ich habe gerade eben auch noch Ginger Ale probiert. Und dann hier zum Beispiel Mixvorschläge from our crew, Theo X-Line, aber es gibt ja noch die normale Theo-Line. Na, das ist mal eine besondere Pfeife, die wir hier haben. 2 miteinander gekoppelt. Nee, es sind 2 einzelne. Nee, doch, die sind miteinander gekoppelt mit dem Schlauch. Er zieht, dann geht es da hoch. Also man zieht von beiden irgendwie den Rauch mit. Und hier haben wir jetzt gerade Theo Grape Jelly. Schaut euch schon wieder die Wand hier an, wie viele Leute hier stehen und am Testen sind. Kurzes Fazit Grape Jelly. Obwohl erstmal eine komplette Sortenliste. Hat sehr was von Schuppergruppe, sehr stark gebaut. Aber schmeckt. Aber ist halt so wie Schuppergruppe, ist nicht ganz so mein Fall. Aber alles durchzuprobieren, da stehe ich ja ewig an. Jetzt gibt es noch ein kleines Battle, wer den besten Kopf baut. Das sind verschiedene Kandidaten. Und auch zum Beispiel ist hier der liebe Ancient Bulls. Der denkt sich hier, ich habe den besten Kopf gebaut. Hofft er. Ist das wieder so ein Kopf, den man 4 Stunden rauchen kann mit 8 Gramm? Oder 7? Ja, da ist jetzt auf jeden Fall ein Battle, wer die besten Köpfe baut. Ich drück Deutschland die Daumen. Und alle mussten bauen mit Theo komplett. Und eigentlich darf man noch nicht, aber ich habe jetzt einfach gesagt, ich muss. Bester Mix 1, sofort, der Gewinner steht fest. Danke, Ancient Bulls, die Nummer 5, votet alle. Bisschen später nochmal am Bonche-Stand. Bonche Litchi. Drüben gibt es Bonche Grapefruit.
Vorhin gab es ja was anderes. Das ist eine schöne klare Litschi. Mit dem Bonsche Grundton, der ist lecker. Und es ist jetzt gegen 19 Uhr. So langsam wird wieder alles abgebaut. Es war auf jeden Fall freudig und schön. Aber dazu kommen wir am Ende. Und das war das Pratzke Dimkobrani 2026. Coole Einblicke, wieder coole Hersteller da. Sehr viele deutsche Gesichter gesehen, was halt auch durch mein Video kam. Ich denke, das wird nächstes Jahr noch größer werden. Hat ja auch schon angekündigt, dass es nächstes Jahr größer werden muss. Und da sage ich euch, kommt vorbei. Es gab viel zu testen. Deus, Theo, Sapphire, Bonsche, Aino, Blackburn, Mustache, Sorten, die es bei uns nicht gibt. Craftium natürlich auch. Das Einzige, was noch gefehlt hat, da hatte ich auch schon bei Jakob, kommt auch noch ein Interview raus, dass noch ein paar Pfeifenhersteller gefehlt haben. Zubehörhersteller gab es ja auch einige. Ich habe Percham gesehen, ich habe One gesehen. Also die Holzmundstücke, es war wieder ein Fest. Es hat super viel Spaß gemacht. Und noch ganz wichtig zu sagen, von den 6 € Eintritt oder 10 € Premium, wo man Lanyard dazu kriegt, wird die Hälfte noch gespendet für Katzen im Tierheim. Deswegen wirklich top. Nächstes Jahr wird es noch größer. Die Jungs sind super, die Tschechen sind nett. Prag lohnt sich absolut mal hierher zu fahren. Definitiv. Du hast eine schöne Stadt, du hast ein schönes Festival, aber nächstes Jahr muss es größer werden. Hinten ist noch eine Verlosung. Wir haben 19 Uhr. Und ich danke fürs Zusehen. Vielen Dank an all die da waren. Mir fällt wirklich ein Stein von Herzen, weil ich hatte so ein bisschen Schiss selber davor. Ich finde das voll geil, es hat voll Spaß gemacht letztes Jahr. Aber wie ist dieses Jahr? Klappt alles, wird alles und es hat alles geklappt. Es war top. Und das Wetter hat auch gehalten. Es hat nur mal kurz genieselt, aber das ist wirklich top. Man konnte sich ja da unterstellen, eine Pfeife bestellen. So was brauche ich mehr. Ich will sowas noch in Polen haben. Ich will sowas noch mal in Deutschland haben. Vielleicht noch in anderen Ländern. Wirklich top. Grüße gehen raus an alle. Ihr macht einen wirklich super Job und das supporte ich wirklich vom Herzen. Vielen Dank fürs Zusehen. Ich wünsche euch was. Kommt gut nach Hause, wenn ihr hier wart. Ansonsten hoffe ich, habt ihr einen schönen Tag, wo ihr das Video seht. Es war mir ein Fest.